Moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultai. Ja, 3 legendäre Rottweiler habe ich. Wie ich dazu gekommen bin, was meine Erfahrungen sind aus dem ganzen Getausche, das in diesem Video. Vorweg gesagt, achtet beim Tauschen nicht auf Multiplikator, nicht auf die Stärke. Ja? Achtet beim Tauschen immer auf die Vorschau, 4 Sterne, viele Fähigkeitsfelder und maximal 3, nein, am besten nur 2 Fähigkeitsfelder mit einem Fragezeichen. Ja? Sind diese Voraussetzungen gegeben, könnt ihr tauschen. Okay? Im Hintergrund seht ihr mal, tausche niemals, wenn 4 Fähigkeitsfelder erscheinen, die ein Fragezeichen besitzen. Nur 4 oder 5 oder 6. Das wird immer nie was und das solltest du auch nicht machen. Achtet beim Tauschen auch immer auf die Vorschau, zum Beispiel hier. Ne? Boah, ich kann einen epischen kriegen mit 2 Sternen. Das ist zwar süß, aber wie ihr seht, da kommt nur Rotze raus. Das braucht ihr nicht machen. Ja? Achtet immer darauf, dass die Vorschau sagt, okay, 4 Sterne blau, dann tauscht. 4 Sterne episch, dann tauscht. 4 Sterne legendär, dann tauscht. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr viele Fähigkeitsfelder unten stehen habt. Maximal 2 Fähigkeitsfelder mit einem Fragezeichen. Ja? Weil je weniger Fähigkeiten oder Fähigkeitsfelder du hast, umso mehr muss das System dazu packen. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das System mehr als 2, 3, 4 Fähigkeitsfelder dazu packt, wenn du tauscht, die ist sowas von gering, da kannst du eher im Lotto gewinnen. Ja? Also achtet immer auf die Fähigkeitsfelder. Das seht ihr auch im Hintergrund. Okay. Ja, was kann man zum Tauschen noch sagen? Tauscht euch durch diese täglichen Aufgaben, bekommt ihr kostenlose Haustiere. Versucht euch von grün auf blau hoch zu tauschen. Ja? Von blau auf episch. Sammelt so ein paar epische Rottweiler. Pickt euch die Rottweiler raus, die 7 bis 9, ja, sagen wir mal am besten 8 bis 12 Fähigkeitsfelder haben, raus. Und diese tauscht ihr dann. Ja? Immer dran denken, die Fähigkeitsfelder immer so hoch tauschen, bis es nicht mehr geht. Ja? Im Hintergrund seht ihr, dass ich 2 Rottweiler tausche. Und mein Ergebnis ist nicht so toll, weil viele sagen, ich habe 2 epische, da kann legendär, oder in der Vorschau stand legendär, aber ist nicht, ich bin traurig. Was soll der Scheiß, ne? Ja, aber diese Vorschau, das ist das Best-Case-Szenario, ja, was ihr haben könnt. Wenn ihr das nicht bekommt, seid nicht traurig, weil, wie ihr seht bei meinem Rottweiler, er hat Fähigkeitsfelder dazu bekommen. Ne? Er hat jetzt, alleine ein Rottweiler hat 10 Fähigkeitsfelder. Würde ich jetzt so weitermachen, bis der zweite Rottweiler auch 10 Fähigkeitsfelder hat, hast du 20 Fähigkeitsfelder. Ja? 20, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und in der Tabelle, hier im Hintergrund habt ihr ja gesehen, bei 20 Fähigkeitsfeldern ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass daraus ein legendärer Rottweiler wird. Ja? Also, tauscht nur, wenn die Vorschau sagt, 4 Sterne, ja, viele Fähigkeitsfelder und auch nur, wenn das System sagt, hier sind 2 Fähigkeitsfelder mit einem Fragezeichen. Okay? Nie mehr als 3, 4, 5 oder 6 Fragezeichenfelder mit einem Fragezeichen tauschen. Gut, jetzt seht ihr noch, wie ich meine 3 legendären Rottweiler erhalten habe. Und zwar habe ich diese epischen Rottweiler auch immer maximal so hoch gepusht, wie ich nur konnte. Und zwar muss das System hier 2 Fähigkeitsfelder hinzufügen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das System es macht, ist sehr gering, aber hier hat es geklappt. Er hat die 2 Fähigkeitsfelder dazu gepackt, ja, und ich habe die Fähigkeiten voll. Ja. Ganz einfach. Immer dran denken, das System, je mehr freie Fähigkeitsfelder ihr habt mit einem Fragezeichen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System euch Fähigkeiten dazu gibt. Ja? Je weniger Fragezeichenfelder in der Vorschau, desto höher ist die Chance, dass das System dort eine Fähigkeit reinpackt. Okay, beim zweiten Rottweiler habe ich das gewusst. Ich wusste, dass es ein epischer wird. Ich musste, ja, keine Ahnung, das war auch so ein Gefühl. Ne? Die haben so viele Fähigkeitsfelder und schaut euch mal die Vorschau an, das ist bombastisch. Da habe ich nur noch den Finger genommen und einmal ganz kurz getippt und gleich aufgemacht. Also hier kann man sagen, das war gekonnt. Ja?
Ja, dann hatte ich noch den dritten legendären Rottweiler erhalten. Da war ich mir überhaupt nicht schlüssig. Aber wir können beim dritten Rottweiler auch mal schauen auf die Fähigkeitsfelder. So, 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt, das System muss 3 Fähigkeitsfelder dazu packen, damit es ein legendärer Rottweiler wird. Ne? Wie wir aus der Tabelle gesehen haben und aus meinen Erfahrungen, bei 3 Fähigkeitsfeldern, das wird eng. Also das klappt fast nie. Ja? Deswegen war ich so überrascht. Ne, ich mach mal weiter. Das System sagt, okay, lieber Soulteye, hier hast du ihn. Ja? Das System hat die Fähigkeitsfelder dazu gepackt. Ja? Ist sehr gering die Wahrscheinlichkeit, aber es hat funktioniert. Ja? Von daher, ja, alles gut. Dann hatte ich noch die Möglichkeit auf dem 4. und dem 5. Aber ja, das hebe ich mir ein bisschen auf. Okay, was kann man abschließend sagen? Achtet nicht auf die Stärke, nicht auf den Multiplikator. Achtet darauf, dass die Vorschau sagt, 4 Sterne, Best-Case-Szenario, ne? Blau, episch, legendär. Viele Fähigkeitsfelder müssen eure Haustiere haben zum Tauschen, ne? Beide Tiere. Es müssen so wenig wie möglich freie Fähigkeitsfelder mit einem Fragezeichen erscheinen. Ja? Nie mehr als 3, 4, 5. Wie gesagt, ja, ich fühle mich schon als wie eine Schallplatte. Und wenn ihr verliert, die Tiere, die sind nicht verloren. Ne? Entweder hat es ein Fähigkeitsfeld dazu bekommen oder eine Fähigkeit wurde ersetzt. Und diese Fähigkeit kannst du dann gebrauchen beim nächsten Tausch. Ja? Okay, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Liken, kommentieren, abonnieren, whatever, was ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Erfolg habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann schon gar nicht mehr sprechen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Soulteye.